Willkommen zur Aegis Fantasy Küche. Heute will ich euch einmal den gefälschten Schweinebraten aus dem Anime Food Wars zeigen. Und wie wir den hergestellt haben, zeige ich euch jetzt. Dieses Rezept habe ich aus dem Anime Food Wars, einer der besten Kochanimes, die es gibt. Und zwar muss der Protagonist Soma Yukihira einen Schweinebraten mit sehr wenig Fleisch herstellen. Wenn er es nicht schafft, muss er seinen Laden leider zumachen. Du, Junge, mach mir doch bitte eins, ja? Bereite mir ein unvergleichlich saftiges Fleischgericht zu. Nanu, kannst du das etwa nicht? Für unseren falschen Schweinebraten benötigen wir einmal mehlige Kartoffeln, Kräuterseitlinge, eine große Gemüsezwiebel, Salz, dunkle Sojasauce, Sake, Rotwein, Butter, Bacon in dicken Scheiben, frischen Rosmarin und Kresse. Als erstes schneiden wir einmal die Pellkartoffeln in 4 Teile, damit die Kochzeit gleich nicht so lange dauert. Davor die Kartoffeln aber auf jeden Fall einmal abwaschen. So, als nächstes schneiden wir einmal die Kräuterseitlinge klein. Ich habe mich für Kräuterseitlinge entschieden, da sie eine schöne faserige Struktur haben und den Saft vom Bacon besser aufnehmen, damit das ganze Gericht dann auch wirklich nach einem Schweinebraten schmeckt. Jetzt machen wir einmal mit der Zwiebel weiter. Die Kartoffeln sind nun fertig gekocht. Jetzt warten wir einen kleinen Moment, dass sie abkühlen und anschließend können wir sie dann ein bisschen besser pellen. Die Kartoffeln sind jetzt gut abgekühlt. Die pellen wir jetzt erst einmal. Als nächstes schnappen wir uns unsere Zwiebeln und Pilze und braten sie einmal an. Die Zwiebeln und die Pilze sind jetzt gut durchgebraten. Und die geben wir jetzt einfach zu der Kartoffelmasse hinzu. Das Ganze wird jetzt durchgestampft und anschließend nochmal mit Salz gewürzt. Als nächstes formen wir einmal die Kartoffelzwiebel- und Pilzmasse und wickeln sie dann anschließend in den Bacon ein. Dann kommen wir jetzt einmal zum Umwickeln. Und zwar habe ich hier einmal eine Auflaufform, erstmal mit Alufolie ausgelegt, damit das Fett einfach runtertropfen kann und dass sich nicht einfach alles sammelt und der Braten dann einfach nur matschig wird. Der soll ja außen schön knusprig werden. Anschließend habe ich den Rost bisschen eingefettet, damit wir den Braten auch gleich schön abbekommen und der nicht festklebt. Jetzt belegen wir einmal das Rost mit dem Bacon. So, als nächstes kommt unser falscher Schweinebraten auf den Bacon. Wenn er jetzt gleich ein bisschen kaputt geht, ist es nicht schlimm, den formen wir gleich dann einfach neu. So, und als nächstes wickeln wir ihn dann ein. Gut darauf achten, dass überall so ein bisschen Bacon dran ist. Wenn da jetzt nicht überall Bacon dran ist, ist es jetzt auch nicht so schlimm. So, jetzt wenden wir ihn einmal. Damit wir hier eine schöne Seite auch oben haben.
So, als nächstes wickle ich den falschen Braten einmal mit Rosmarin ein und dann kommt er in den vorgeheizten Backofen für ca. 20 bis 30 Minuten bei 180 Grad. Jetzt habe ich mir ein bisschen Garn abgeschnitten, schon mal alles ungefähr gleich große Stücke. Und anschließend wickeln wir den falschen Braten jetzt mit Rosmarinzweigen ein. So, das, was noch alles absteht, schneiden wir einfach ab. Kommen wir nun zur Soße. Als erstes erhitzen wir eine gute Menge Rotwein. Da braucht ihr keine Angst haben, der Alkohol verdampft am Ende und es bleibt nur der reine Rotweingeschmack. Zum Rotwein geben wir jetzt noch einen Schuss Sake. Und einen guten Schuss dunkle Sojasauce. Damit die Soße auch ein bisschen binden kann, geben wir ein gutes Stück Butter mit dazu. Erhitzen das Ganze jetzt, lassen es leicht köcheln und dann ist unsere Soße auch schon fertig. Unser Braten ist nun fertig. Ich habe mir ihn frisch aus dem Ofen geholt, habe schon mal die ganzen Bänder weggeschnitten und so sieht er nun aus. Fast gelungen, würde ich sagen. Mein Tipp wäre noch etwas mehr Bacon, damit er komplett umschlossen ist. Aber ist jetzt nun mal so, ist auch jetzt nicht schlimm. So, anschließend kommt jetzt einmal unsere Rotweinsauce über den Braten. Und dann wird es noch einmal mit etwas Kresse bestreut. Dann würde ich sagen, schneiden wir ihn jetzt einmal an und probieren ihn gemeinsam. So, das schneiden wir ihn einmal an. So sieht er nochmal von innen aus. Und probieren wir ihn mal. Sehr geil, kann ich wirklich nur empfehlen. Also wirklich mega. Macht es nach und ich hoffe, euch mundet es dann genauso. Bei jedem Bissen erfüllt der aromatische Saft des perfekt durchgebratenen Specks den gesamten Mundraum.